Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Warum klingt deine Blockflöte verstimmt? Tja, so kennt man die Blockflöte, schief klingend. Nein, Scherz, wir nicht. Wir kennen sie besser, denn auf Veras Blockflöten-Kanal lernt ihr schönes und gutes Blockflötenspiel kennen. Was genau eben aber schief klang und warum, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Es gibt mehrere Gründe, warum eine Blockflöte beim Spielen verstimmt klingen kann. Und die liegen nicht alle am Spieler. Denn die Blockflöte in sich ist schon verstimmt gebaut, sozusagen. Dadurch, dass wir keine Klappen am Instrument haben und der Abstand der Löcher und auch die Bohrung der Löcher, wie tief das ist, wie groß die Löcher sind, wie schräg die gebohrt sind und so weiter, alle einen Einfluss darauf haben, wie die Stimmung der einzelnen Töne ist, kann es sein, dass manche Töne von Natur aus schon zu hoch klingen innerhalb der Tonleiter und manche eigentlich im Verhältnis zu den anderen Tönen zu tief. Und das muss ich beim Blockflötenspiel regulieren mit der Lautstärke meines Spiels. Ich muss also eigentlich wissen, wie laut der eine Ton gespielt werden darf und mit wie viel Druck oder Geschwindigkeit oder Lautstärke der andere. Wenn ich alle einfach in der gleichen Lautstärke spiele, kann die Tonleiter etwas verstimmt klingen. Es ist aber auch so, dass wir bei der Blockflöte ein barockes Instrument vor uns haben, jedenfalls bei solch einer Blockflöte, und dann häufig auch in barocken Stimmungen spielen. Und die waren vor ein paar hundert Jahren anders als die heutige Stimmung, die eigentlich gleichschwebend ist. Das heißt, unsere 12 Halbtöne, die wir haben, die sind eigentlich alle im gleichen Abstand gestimmt und das war früher anders. Das heißt, wenn wir jetzt mit einer barocken Blockflöte zum Beispiel mit Klavier heutzutage zusammenspielen und wir blasen jeden Ton einfach in der gleichen Lautstärke, dann klingt es sehr verstimmt im Vergleich zum Klavier. Da müssen wir also gut aufpassen, dass wir zum Beispiel ein Cis auf der Altblockflöte vielleicht ein bisschen höher greifen müssen, als wir das gewohnt sind vom Blockflötenspiel her, zum Beispiel im Blockflötenensemble, wo das tiefe Cis meist sehr gut funktioniert. Aber davon mal abgesehen, was diese Stimmung angeht, die Stimmung der Blockflöte an sich und der anderen Instrumente, ist es einfach auch so, dass der Blockflötenton sofort höher klingt, wenn ich lauter spiele und sofort tiefer klingt, wenn ich leiser spiele. Das heißt, auch für meine musikalische Gestaltung muss ich darauf achten. Ich kann noch so schön musikalisch gestalten wollen, indem ich lauter und mal leiser spiele. Wenn ich das einfach so tue, spiele ich vielleicht für mein Gefühl musikalisch, aber es klingt einfach verstimmt. Das heißt, ich muss gut darauf achten, dass ich es mit den Lautstärkeunterschieden nicht übertreibe und dass ich vielleicht andere Hilfsmittel einsetze, um musikalisch zu gestalten. Also mehr mit dem Timing arbeite als mit einer Lautstärke und auch mehr mit unterschiedlichen Artikulationen. Das heißt, ihr müsst immer gut hinhören, ob es gut stimmt, ob die einzelnen Töne gut stimmen.
Und ihr müsst dann eure Blockflöte kennenlernen, in dem Sinn, dass ihr wisst, zum Beispiel mein mittleres G ist von Natur aus immer ein bisschen zu hoch. Da blase ich mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Und auch auf vielen Blockflöten ist das hohe A auf der Altblockflöte auch naturgemäß zu hoch. Da bläst man dann auch ein bisschen vorsichtiger. Genauso ist zum Beispiel ein tiefes G auf der Altblockflöte häufig zu tief. Da darf man richtig viel Luft, aber ohne Druck natürlich, verwenden. Und dann ist ganz wichtig, damit es nicht verstimmt klingt, dass ihr eure Töne gerade führt, dass ihr gerade Töne blast, die vielleicht an den Ecken am Anfang und am Ende so ein bisschen abgerundet sein dürfen. Aber auf keinen Fall so, dass sie entweder erst ganz leise, also tief beginnen und dann sehr aufblühen. Oder dass sie euch am Schluss absacken. Also ihr müsst auf gute Tonführung achten, auf gute Atemführung und eure Atemstütze entwickeln. Die Fähigkeit, dass ihr die Menge eurer Luft und die Geschwindigkeit eurer Luft vom Bauch aus sozusagen steuert. Also durch das Zwerchfell kontrolliert, wie viel Luft ihr einatmet und wie viel ihr rauslassen möchtet. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Blockflöte ist von Natur aus nicht in allen Halbtönen gleich gestimmt. Das heißt, damit muss man rechnen, dass man immer korrigieren muss, manche Töne höher, manche tiefer nehmen muss. Der Blockflötenton an sich ist sofort beeinflussbar. Wenn ich lauter spiele, wird er höher. Wenn ich leiser spiele, wird er tiefer. Und ich muss natürlich darauf achten, dass ich meine Töne gerade spiele, ohne sie einfach rauf und runter anschwellen oder absinken zu lassen. Es kann aber auch sein, dass ihr das alles eigentlich wisst, dass ihr schon eine Atemstütze habt, dass ihr wisst, okay, manche Töne muss ich ein bisschen vorsichtiger blasen, manche muss ich stärker blasen. Das macht ihr alles und trotzdem klingt es verstimmt. Dann kann es natürlich sein, dass die Grundstimmung noch nicht richtig war mit einem anderen Instrument zusammen. Und da empfehle ich euch, wenn ihr zum Beispiel mit einer Altblockflöte stimmen müsst, mit dem Klavier zusammen oder mit einer Orgel oder womit auch immer, dass ihr nicht das A nehmt zum Stimmen, was man ja üblicherweise nimmt, denn unser hohes A auf der Altblockflöte ist von Natur aus zu hoch. Und das tiefe A ist auf vielen Altblockflöten zu tief. Und wenn ich damit eingestimmt habe und das A hat gestimmt und ihr fangt dann an zu spielen und dann klingt alles verstimmt, dann seid ihr sehr wahrscheinlich zu tief, weil euer A gestimmt hat, das ist aber recht hoch, das hat gepasst zu den Instrumenten, dann fangt ihr an richtig zu spielen und alle anderen Töne oder fast alle anderen sind dann ja zu tief. Und da müsst ihr als Blockflötist sagen, sorry, aber ich stimme lieber auf ein D zum Beispiel oder ein C. Also das sind eigentlich super Töne, um damit zu stimmen, weil die in der Regel nicht von Natur aus irgendwie in dem hohen oder tiefen Bereich sind. Und bei der Sopran wäre das ja dann tatsächlich ein A, das haut ja dann hin. Aber bei der Altblockflöte empfehle ich euch D oder C zu nehmen. Wenn es im Blockflötenensemble schief klingt, also zum Beispiel im Quartett, dann kann das alle möglichen Gründe haben. Ein Grund, der aber sehr häufig vorkommt, ist, dass dann die Terz im Dur-Akkord zu hoch ist oder dass die Terz im Moll-Akkord zu tief ist.
Also da könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr zusammenspielt und ihr habt zum Beispiel einen A-Dur-Akkord und ihr habt das Cis, dann müsst ihr euer Cis richtig schön tief spielen, damit das stimmt. Es kann aber auch sein, dass das hier am A und am E liegt, an der Quinte. Also das kann man jetzt nur von Fall zu Fall dann sehen. Aber vielleicht mal so als Richtlinie, wenn ihr denkt, ja eigentlich stimmen die Blockflöten noch gut, aber manche Akkorde klingen so schief, dann liegt es häufig an der Terz. Und ein weiterer Grund, wenn es verstimmt klingt, könnte noch sein, dass ihr eine deutsche Griffweise habt. Und die deutsche Griffweise ist ja eigentlich eine falsche Griffweise, die durch einen Irrtum entstanden ist. Man sollte auf jeden Fall eine barock gegriffene Blockflöte sich anschaffen. Wenn ihr eine deutsche Griffweise habt, dann klingt die in sich richtig verstimmt und falsch. Da könnt ihr auch vieles nicht korrigieren mit dem Atem. Also da kann man jetzt wirklich sagen, da könnt ihr nichts dafür. Da kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch eine barocke Griffweise anzuschaffen. Und bei den höherwertigen Blockflöten, aber auch schon bei preiswerten Blockflöten gibt es ja die barocke Griffweise. Also dass, wenn man da von Anfang an Bescheid weiß, dann kann man da drauf achten. Und apropos von Anfang an, wenn ihr ganz neu anfangt mit der Blockflöte oder wieder einsteigen wollt nach vielen Jahren, dann empfehle ich euch meinen Video-Online-Kurs F-Blockflöte für Einsteiger oder Wiedereinsteiger bzw. C-Blockflöte für Wiedereinsteiger. Da lernt ihr von Grund auf alles nochmal neu, auch die Noten und so weiter. Und das macht ihr am besten auch mit einer barocken Blockflöte. Und für die Fortgeschrittenen unter euch, ihr müsst ja auch auf eure Intonation achten, also auf eure Stimmung. Da ist auch ganz viel enthalten im fortgeschrittenen Kurs Blockflöte Next Level. Da sind Stimmübungen drin mit dem Cembalo zusammen und richtig viele Übungen zur Atemstütze und zur richtigen Führung von geraden Tönen auf der Blockflöte, die ihr dann auch so ein bisschen abrunden könnt mit Messer di Voce. Das wird alles da drin von mir erklärt. Und das könnt ihr durchnehmen und üben, wann ihr möchtet, weil dieser Videokurs, der steht euch jederzeit zur Verfügung. Könnt ihr auch nachts um 3 noch Blockflöte üben, wenn die Nachbarn einverstanden sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder auf Viras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!